begrüße euch ganz herzlich zurück. I'd like to welcome you back again. Ich freue mich, dass es scheint so, als die Plätze sich noch mehr gefüllt hätten. It seems as if the place has gotten even fuller than in the morning. Und ich hoffe, dass ihr gut gegessen habt. And I hope you've eaten well. Aber ihr wisst, was jetzt auch passiert in eurem Körper, oder? But you also know what's happening now to your body, don't you? Dass wenn wir uns jetzt nicht bewegt haben nach dem Essen, And since we haven't moved after the meal, das ganze Blut hier runterfließt all our blood is now concentrated in und wir this hier area. oben müde werden. And up there we're getting tired. Deshalb, wenn ihr mir jetzt einschlaft, So when you fall asleep now, werde ich die Familie Heggi nochmal hervorrufen. I will call the family Heggie again. Aber diesmal nicht zu eurer Belustigung, But this time not for your pleasure, sondern um euch wach zu machen. but in order to wake you up. Aber ich hoffe vielmehr, dass uns das Thema wach machen wird. But I hope rather that the subject we're going to talk about will wake you up. Wir haben gestern Abend gesehen, wie der falsche Prophet wirkt. Yesterday evening we saw how the false prophet is working. Wir werden uns jetzt anschauen, wie das Tier, das kleine Horn, am Wirken ist. And today we want to see how the beast or the little horn is working. Wie das Papsttum agiert. How the papacy is acting. Und bei all dem ist es wieder mein Gebet, dass uns das jetzt nicht einfach nur zur Sensationslust und Unterhaltung dient, And in all of that, my prayer, it is my prayer that this is not just for our sensational lusts, but sondern die Prophetie, oder der Petrus schreibt, dass die Prophetie dafür da ist, dass der Morgenstern in uns aufgeht. Petrus? Ja. But Peter says that the prophecy, we have the prophecy so that the morning star may rise in us. Ich möchte, obwohl wir schon gebetet haben, ihr könnt einfach sitzen bleiben, nochmal gerade kurz bitte gemeinsam beten. And I would like, even though we've prayed already, have a little word of prayer and you can remain sitting. Unser Vater im Himmel, wir möchten dich noch einmal besonders einladen jetzt für diese Stunde. Our Father in heaven, we want to invite you especially for this hour again. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du Segen schenkst, We would like to ask you to bless us, dass wir, Herr, nicht einfach nur durch Sensation uns diese Dinge anschauen wollen, so that we are not just fascinated by sensationalism, sondern dass wir sehen, in welcher Zeit wir leben but that we actually want to understand in what kind of time we live in. und dass es uns dort, wo wir stehen, aufruft, ernst mit dir zu machen. And so that the message may wake us up and cause us to be earnest in our ways with Ich you. möchte dich besonders für meinen Übersetzer bitten, dass du ihn segnest jetzt I want to ask you also for my translator that you bless him und dass du seine Gedanken führst, Herr. and that you lead his thoughts. Wir danken dir in Jesu Namen. And we thank you in Jesus' name. Amen. Amen. Da wir nun Übersetzung haben, And since we have translation, aber vielleicht ist es ganz gut so, and maybe that's even better this way, wir werden jetzt in den 6. Gang gehen, okay? we will now move one gear up. Wir werden uns jetzt nicht mit jeder Folie und jedem Text We beschäftigen. won't deal with each and every slide and text. Wer das in Ruhe alles lesen will, kann nachher in der Aufnahme gerne stoppen. If there's someone who would like to read the text, he can later watch the video and pause whenever he needs. Als ich gestern mit meiner Frau hier von Köln nach Wien geflogen bin, When I arrived yesterday from Cologne, and when we drove from Cologne to Vienna, und wir uns so gerade am Unterhalten waren, and when we were talking during the flight, auf einmal landete das Flugzeug all of a sudden the plane was landing, und meine Frau schreckte kurz auf. and my wife was frightened for a second. Und sie dachte, ich wusste gar nicht, dass wir schon landen. And she was surprised. She said, I didn't even realize that we were landing already. Ihr Fokus war woanders, Her focus was completely somewhere else, auf jemandem anders. on someone else, to be particular, to be Aber precise. so wird es vielen Menschen in dieser Zeit heute gehen. But this is exactly how it goes with many people nowadays. Wir haben als Adventisten sehr viel Licht, We as Adventists have a lot of light, wofür berufen sind, es zu teilen mit Menschen, and we are called to share it with other people. über das Evangelium und über das prophetische Wort. We have to talk about the gospel and about the prophetic scriptures. Und da wäre es besonders tragisch, meine Lieben, And it would be really tragic, wenn wir gerade, wo wir dieses Licht haben, especially since we have this light, dass wir auf einmal erkennen, ups, wir sind schon gelandet. to realize that, wow, all of a sudden we have landed already. So, wir haben im letzten Studium gesehen, So we've seen in our last study wie der Fokus dieser Welt nicht auf das himmlische Heiligtum geht, that the focus
of this world is not pointed towards the heavenly sondern sanctuary, zu irdischen Dingen but rather is focused on worldly things. und nicht zu der Botschaft des himmlischen Heiligtums. And it is not focused for the message of the sanctuary. In der Zeit, in der wir leben, It says, in this time in which we live in, dass Gott uns eine Botschaft gegeben hat. God has given us a special message. Er hat uns berufen, die Boshaftigkeit des Menschen der Sünde aufzudecken, He has called us to reveal the wickedness of men, der das Sonntagsgesetz zu einer besonderen Macht gemacht hat. who made the Sunday law to a special force or power. Dieses Sonntagsgesetz wird natürlich noch kommen. So this Sunday law is still about to come. Aber warum ruft Gott uns dafür auf? But why is God calling us for this Warum purpose? ist es Teil der dreifachen Why Engelsbotschaft? is it part of the three angels' message? Sollten wir nicht einfach nur über Liebe und über Jesus sprechen Shouldn't we just talk about love and Jesus und über das Richtige? and about the right things to do? Und ich glaube, dass Gott möchte, dass wir das aufdecken ist. And I believe the reason why God wants us to reveal those things is, Ich weiß, dass Leute oft uns herausnehmen und sagen, schaut mal, ihr Adventisten, I ihr know macht Dinge nur schlecht. I know many people say that about Adventists. You know, you Adventists, you like to draw everything in a black ink. Yeah? Aber wenn wir wissen, dass das Papsttum ein Evangelium verkündigt, was konträr zu dem ewigen Evangelium ist, But if we know that the papacy is preaching a different gospel that is completely different to the original one, dann verstehe ich, warum Gott uns aufruft, then I understand why God is calling us dass wir die Sünden des Menschen der Sünde aufdecken sollen. Therefore, I understand why God is calling us to reveal the sins of the of the man of sin. Dankeschön. Denn die Hauptbotschaft der dreifachen Engelsbotschaft, In the central message of the ja, in the central message of the three angels' message is, der Kern ist Gerechtigkeit aus Glauben, das ewige Evangelium. at the center of it is righteousness by faith. Und das ist das, was Satan und das Papsttum verdorben hat. And this is exactly what Satan and the papacy has corrupted. Und uns ist gesagt durch den Geist der Weissagung, And we are told by the spirit of prophecy, dass der Feind sehr viele falsche Theorien reinbringen wird. we are told that the enemy will bring a lot of strange doctrines and Er wird die theories. Lehre reinbringen, dass da kein Heiligtum ist. He will bring in the idea that there is no sanctuary. Nun, auch die evangelikale Welt glaubt viele, dass es ein himmlisches Heiligtum gibt. Also, the evangelical world does believe or not believe? Der Belief. They believe that there is a heavenly Aber sanctuary, nicht in dem Sinne, wie wir es tun. but not in the way we do. In dem Sinne von, dass Jesus erst ins Heiligtum und dann ins Allerheiligste gegangen ist, 1844. Because we believe that he went from the holy to the most holy place in 1844, Und dass er entsprechend nach Daniel 8, Vers 14 einen besonderen Dienst heute durchführt. and that he, according to Daniel 8, verse 14, is doing now a special service in the most holy place. Und das haben wir gestern Abend gesehen, dass dort der Fokus falsch gelegt wird. And yesterday evening we saw exactly that the focus is not being put on this spot, Sondern auf einen neuen Tempel, auf einen dritten Tempel. but rather on another temple, a so-called third temple. Und dass die Welt vorbereitet wird, nicht nur für das Mahlzeichen des Tieres, And the world is now being prepared for the mark of the beast, sondern in einem besonderen Schritt für die Vorbereitung des kommenden Antichristen. and this is being done in a special way for the coming of the Antichrist, Für den, der wirklich letztendlich die Rebellion im Himmel begann, Satan selbst. Personifiziert als Jesus Christus. and this will be all done by Satan himself, who will portray himself as Jesus Christ himself. Und er benutzt zwei, das haben wir gestern gesehen, Offenbarung 13 zeigt uns zwei Mächte, die er dafür benutzt. And Revelations 3 shows us two powers, or 13. Ja, 13, 13. zwei Mächte. Zwei Mächte. And Revelations 13 shows us two powers by which he will accomplish this. Das Papsttum, das erste Tier, So the first beast is the papacy, und das zweite Tier, Amerika, der abgefallene Protestantismus. and the second beast is the United States, the fallen Protestantism. Und so wie wir gesehen haben gestern Abend, wie der Fokus vom falschen Propheten auf ein falsches Heiligtum geht, And as we've seen yesterday, that the focus, that our focus is being led by the false prophet, wohin? auf ein falsches Heiligtum, to a false sanctuary. so wissen wir, dass das katholische System schon lange das himmlische System verdorben hat durch ihre priesterliche, durch ihr Priesterschaft auf Erden. Also die katholische Kirche, das, was
was die evangelikale Welt ihren Fokus auf das Heiligtum gelegt hat, so hat die katholische Kirche ihren Fokus nicht auf das Himmlische gelegt, sondern auf das Irdische durch ihre Priesterschaft. So now the evangelicals put their focus on a false sanctuary in Israel, and the same way also, likewise, the Catholics have corrupted The sanctuary message, the sanctuary message by the earthly priesthood. by the earthly priesthood. Okay. Ja? Und es ist interessant, dass als jetzt die Bekanntgabe kam, dass die Botschaft nach Jerusalem umgesetzt wird, Welche Botschaft? die amerikanische Botschaft, Aha, okay. And just recently we've heard that the U.S. embassy is being moved to Jerusalem from Tel Aviv to dann agierte Jerusalem. Papst Franziskus auf eine Art und Weise, dass er sagte, dass er sehr darüber besorgt ist. When this happened, the Pope Francis was answered in such a way that he was very concerned about this. Aber was sagt Offenbarung 13 uns darüber, durch welche Macht das Papsttum geführt ist? But what does Revelation 13 say about the papacy? By which power is it led? Durch die Drachenmacht, It's by the power of the dragon, durch Satan selbst. through Satan himself. Die gleiche Macht, die auch das zweite Tier Amerika führt. Through the same power which also leads the second beast, which is the United States. Sein Spiel, was sie hier spielen. It is a game they're playing here. So, sehen wir, dass Papst Franziskus So now we see Pope Francis here. hat eine interessante Ansprache gehalten vor einigen Wochen. He gave an interesting speech just a few weeks ago, Da sagt er, auf den ersten Seiten der Bibel finden wir die Geschichte von Babel. and he says at the very first pages of the Bible we find the story of the Tower of Babel, Die unvollständige Stadt, the unfinished the unfinished city. als ein Symbol für Verwirrung und Verlust. And this is a symbol for confusion and loss. Und er sagt, im Gegensatz zu Babel gibt es ein neues Jerusalem. And in contrast to this Babel, to the city of Babel, we have Jerusalem. Und sagt er in dieser Rede weiter, And he goes on to say, er sagt, die Stadt, zu der Gruppe, zu der er dort gesprochen hat, die Stadt, über die ich jetzt gerne mit euch sprechen möchte, and he went on to say, and he told to the group he was speaking to, the city I want to talk about to you now is, er sagt, es ist eine Stadt, it is a city die nicht die einzelnen Bedeutungen eines verärgerten Individualismus zulässt. in this city, the single opinions of individuals who are enraged, they are not counted for. Und es ist eine Stadt, die sich quasi vom öffentlichen Interesse distanziert. Entschuldigung, sorry. Individuelles Interesse. Diese, ja genau. Diese And it is a city diese that Person. does not focus on individual ideas or wants. Und es kennt die Wende von der Privatisierung nicht. And it is a city in which private property is not a thing. It doesn't exist. Also du musst letztendlich eigentlich alles aufgeben And this means that you have to give up everything you have, für, wie wir gleich lesen werden, das Gemeinwohl. and you have to give up everything for the society, Common and good. for the common good. Yeah. Genau. Er sagt, es geht nicht darum, den Turm noch höher zu bauen, And he goes on to say that it's not about to build the tower higher and higher, but sondern er sagt, um diese Stadt zu umarmen und ihr zu dienen, he says in order to embrace the city and to serve the city, braucht es ein gutes und großes Herz, it takes a big and good heart in dem die Leidenschaft für das Gemeinwohl bewahrt wird. in which the passion for the common good is kept. Ich frage mich, über welche Stadt er spricht in diesem Kontext. I just wonder about which city he's talking about in this context. Ob er über Jerusalem spricht oder über Babylon spricht. I wonder is he talking about Jerusalem or about Babylon? Sagt die Bibel uns nicht, dass Jerusalem schon fertig ist? Das neue Jerusalem? Doesn't the Bible say that the new Jerusalem is already prepared in Muss da noch heaven? irgendwas dran gebaut werden? Is there any construction needed yet or still? Kann es sein, dass der Papst über eine Stadt oder einen Turm spricht, wie es hier sagt, der noch nicht fertig ist und er der heutige moderne Tower-Builder ist, der Turmbauer? Could it be that the Pope is talking about a city which is still under construction and of which he is the mastermind behind? Und dass wir für das Gemeinwohl gemeinsam daran arbeiten müssen?
And is he maybe inclining us to work together on this city? Nun, wie nennt die Offenbarung dies oder ihn? Now, how does the Revelation call him? Nennt ihn Babylon. Or how does the Revelation call this city? It's Babylon. Ist er der Meister dieser Stadt? Is he the master of this city? Deshalb sagte er auch, dass du kein persönliches Gewissen haben darfst. Therefore, he also says you should not have a personal Du darfst consciousness. quasi selber nicht getrennt von der Kirche für dich denken, You are there. In other words, you are not allowed to think on your own separately from what the church says. und wenn du das aber tust But if you do that und weggehst vom Gemeinwohl, and remove yourself or distance yourself from the common good, die katholische Kirche lehrt selbst, the Catholic Church in this instance preaches itself, dass, und da kommen wir nachher noch einmal darauf zurück, dass das Allgemeinwohl, im Sinne für das Gemeinwohl, die katholische Kirche sich nicht trennt von der Todesstrafe. and the Catholic Church preaches this, convinced that the death penalty in the common good is necessary. For the common good is Ich necessary. erinnere mich daran, dass vor 2000 Jahren genauso argumentiert wurde. And I can remember that 2 years ago, sorry, Okay. not a big difference. And I remember that 2,000 years ago, they had the same argument. Dass sie sagten, da stört jemand das Gemeinwohl. So they used to say, okay, there's someone who is disturbing the common good. Wir verbinden uns hier und da ist jemand, der stört das Gemeinwohl. We unite ourselves, but there's somebody who is disturbing us as a unity. Die Folge war, dass sie ihn töteten. And the result of this was that they ended up killing this person. Nun, als derjenige, der den Turm wieder aufbaut, Now, as the one who is rebuilding this tower, dieser Turm von Babylon war natürlich ein Symbol dafür, für die Vereinigung, all das, was gegen Gott geht. and as you remember, this tower was a symbol of unity against God. All die heidnischen Religionen sind dort zusammengekommen. All the heathen religions were united in this tower building Und sehen project. wir nicht den Papst in der Welt rumwandern und die ganzen Religionen miteinander vereinen? And isn't that exactly what we see nowadays? That the Pope is going from one major religion to the other and tries to unite them. Als wir gerade vor ein paar Wochen in Rom waren As we've been just a few weeks ago in Rome, und versuchten, den Papst sozusagen auf Kamera zu fangen, zu catchen, and when we were there, we were actually trying to catch the Pope on camera, er muss gewusst haben, dass wir kommen. and it seems as if he was aware that we were about to come, Er ist nämlich nach Myanmar geflogen in der Zeit because when we were there, he flew to Myanmar, und gab seinen Aufruf, doch sich unter dem Turm zu Babel wieder zu versammeln. and also there he was preaching the same message that they should consecrate themselves under this tower that Was he was building. interessant war, in dieser Zeit kam er mit einer Gruppe zusammen, The interesting thing about this was that he united himself with a group, sie heißen, wenn ich es richtig ausspreche, entschuldigt bitte, Rohingya. and the name's group is Rohingya. Genau, das ist quasi eine ethnische Gruppe von sunnitischen Muslimen. And it's a ethnic group of Sunni Muslims, Und sie kamen mit Papst Franziskus zusammen and they united with Pope Francis, und sie baten ihn darum, doch auch dieses Wort Rohingya auszusprechen. and they also they begged him, or they asked him to also speak the words Rohingya. Und der Papst sagte, die Gegenwart Gottes wird heute auch Rohingya genannt. And the Pope's answer was that the very presence of God nowadays is also called Rohingya. Er sagt also diesen sunnitischen Muslimen, And so, in other words, he's telling those Sunni Muslims, die ihn übrigens zuvor als den Führer der Welt bezeichneten, they also announced him as the leader of the world. sagt er also diesen sunnitischen Muslimen, And he tells those Sunni Muslims, dass Gott quasi heute auch Rohingya genannt werden kann. and he told them that God nowadays can be called Rohingya. Also dass Gott letztendlich in allen Religionen zu finden ist. Das ist eigentlich das, was er sagt. And what he means by that is that God that you can find God in each and every religion Und das ist auch nowadays. das, was wir sehen in den letzten Jahren, And this is also what we see in the last couple of years, Jahrzehnten muss man eigentlich sagen, in the last decades, you could say, dass das Papsttum allein durch die Treffen in Assisi daran arbeitet, die Religionen zusammenzubringen. and that he is working hard on at this project of uniting all those
Und religions. wenn er der König von Babylon ist, And if in fact he is the king of Babylon, dann wundert es nicht, dass er die Buddhisten und Katholiken zusammenruft, then it's no surprise that he's calling the Buddhists and the Catholics aber nicht einfach nur, damit sie gemeinsam sind, not only to unite themselves, sondern um einen gemeinsamen Feind zu bekämpfen. but also to fight a common enemy. Sie kämpfen gegen Intoleranz, gegen Vorurteile und They gegen fight Hass. against intolerance, against prejudice and hate in general. Kann das also sein, dass wenn ich vielleicht als Individuum, der ich nicht mehr sein darf, Could it be that if I, as an individual who I'm not allowed to be anymore, glaube, dass diese Vereinigung nicht eine Vereinigung ist, die auf biblischen Grundsätzen aufgebaut ist, so if I believe that this unity is not a unity that is founded on biblical principles, dann also intolerant bin und Vorurteile habe gegen dem, was hier geschieht, and by believing this, showing that I'm intolerant, und mir sogar vielleicht Hass zugeschrieben wird, and maybe by being intolerant, some people will call me a hateful person, und das gegen mich gegangen werden muss. this now would justify them to work against me or to Die ganze sanction me. Die ganze Welt wird aufgerufen, sich zu vereinen. So the entire world is now being called to unite themselves. Das heißt, nirgendwo wird mehr irgendetwas diskutiert, was das Papsttum eigentlich wirklich lehrt. So Das no ist one, ganz aus der Diskussion raus. so basically no one is thinking about or discussing about what the papacy actually is and does. Und deshalb sagt die Bibel uns auch an mehreren Stellen in der Offenbarung, dass die Welt betrunken ist von ihrem Wein, von falschen Lehren. And therefore the Bible also says that they are drunken from their teachings and their doctrines. Und natürlich tut der Papst das nicht nur innerhalb der Religionen, And of course the Pope doesn't only do this in different religions around the world, sondern auch in der christlichen Religion und unter den christlichen Kirchen. but especially among the Christians and in the entire Christendom. Hier heißt es in der Überschrift, And it says in this title here dass Papst Franziskus die christlichen Führer aufruft, that Pope Francis is calling the Christian leaders kommt ein bisschen schwieriges Wort, den Proselytismus und den Wettbewerb, quasi das Kämpfen gegeneinander aufzugeben, zu überwinden. and he calls the Christian leaders to overcome proselytism and competition. Ich habe mal nachgeschaut, was ist Proselytism? And I looked up the word proselytism in a dictionary. Es ist quasi der Akt oder die Tat, dass man versucht, einen anderen Menschen zu einer anderen Religion zu bekehren. And the definition of this word means to try to convert someone from one religion to another. Schaut mal, was er sagt. And now listen to what he says here. Er sagt, widerstehen Sie dem Wettbewerb um die Seelen und machen Sie konkrete Gesten der Akzeptanz und des Dialogs. What he says is, resist from this idea that you have to convert somebody to your religion. Er warnt davor, And he warns against this, especially. gegen subtile theoretische Diskussionen, He warns against subtle theoretical discussions wo der eine versucht, den anderen zu überzeugen. in which one is trying to convince the other. Können wir sehen, das Ganze, sie rufen ja immer zum Dialog immer wieder neu auf. Ne? So what we hear all the time is that they are trying to call us to dialogue, to talk to one Sehen another. wir, dass dieser Dialog zu nichts anderem führt, als nur quasi alles zu verwischen und einfach alles, diese ganze Akzeptanz zu schaffen für alles, dass alles Wahrheit ist. But what we letztendlich. see is that the goal behind this call for dialogue is that they are trying to bring uniformity and wie kann man das noch sagen? Ich habe den Gedanken jetzt gerade verloren. Gehen wir weiter. So they're trying to bring uniformity and acceptance by reducing all the borders and. Aber ist das, was die Bibel uns lehrt? But is this actually what the Bible is teaching us? Gib mir mal 2. Timotheus Kapitel 2. Let's open 2 Timothy chapter 2. Und dort lesen wir ab Vers 24. And here it says, beginning from chapter 24, Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, and the servant of the Lord must not strive, sondern milde sein gegen jedermann, but be gentle towards everyone, fähig zu lehren, capable of teaching. geduldig im Ertragen von Bosheiten. Wo sind wir jetzt, Vers? 24, Ende von Vers 24. Gehen wir Vers Yeah. 25. And the servant of the Lord must not strive, but be gentle unto all men, apt to teach and patient.
Vers 25. Er soll mit Sanftmut die Widerspenstigen, was? Zurechtweisen. And there it says, in meekness he should do what? Instruct those. Ob ihnen Gott nicht noch Buße geben möchte zur Erkenntnis der Wahrheit. Instruct those who oppose themselves, if God peradventure will give them repentance to acknowledging of the truth. Und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels heraus, And that they may recover themselves out of the snare of the devil, von dem sie lebendig gefangen worden sind für seinen Willen. who are taken captive by him at his will. Der Paulus sagt ganz deutlich, da sind Menschen gefangen in falschen Lehren. So Paul says really clearly that there are people who are caught in strange doctrines, In falschen Religionen, falschen Evangelien. in wrong and false religions and ideas. Und er sagt, mit sanftmütigem Geist versuche diese Person wieder zurückzugewinnen. And what he says is that Zur Wahrheit. we should in meekness try to instruct those to bring them back to truth. Und der Mensch der Sünde, aber der Sohn des Verderbens, sagt nein. But this man of sin says, the Pope says no. Lass es einfach weg, weil es ist ja auch egal, wir vereinen uns ja sowieso alle. Alle Wege führen nach. But he says instead, no, leave those little minor differences aside. We want to unite each other. All the ways lead to Rome, as you Und know. es ist traurig zu sehen, wie die Erben Luthers, And it is sad to see that the heirs of Lutheranism, und sie glauben Papst Franziskus, that they start to believe dass sie sich wieder Pope mit ihm Francis, vereinen müssen. that they have to unite themselves again with him. Vor einiger Zeit sahen wir den neuen Führer des Lutherischen Weltbundes. Just a short time ago, we saw the leader of the Lutheran church, Wie er zu Papst Franziskus reiste. how he traveled to Pope Francis. Hier heißt es in der Überschrift, die Reise vom Konflikt zur Gemeinschaft ist unumkehrbar. And it says here, the journey from conflict to unity is irreversible. Das heißt, eigentlich braucht niemand mehr evangelisiert werden. And this means basically that no one needs to be evangelized anymore. Wirklich nur noch die, die überhaupt nicht glauben. Of course, only those who don't believe at all. Weil letztendlich führen ja alle Wege mittlerweile zu Gott. Because as we know, all the ways lead to God. Und ich frage mich, können wir jetzt jeden einfach, es ist egal, in welche Kirche ich jetzt jemanden reinsetze oder zu welcher Religion ich ihn führe? So does it mean that it doesn't matter into what church we bring somebody? Als er in dem Gespräch mit Papst Franziskus war, When he had his dialogue with Pope Francis, er nannte ihn mehrmals eure Heiligkeit. he called them several times your holiness. Ich frage mich, wie Luther darauf reagiert hätte. I just wonder how Luther would think about that. Wir sehen, dass der Papst darauf drängt. We see that the Pope is pushing forward. Er sagt, stoppt Vorurteile und vergibt die Sünden der Vergangenheit. He's pushing forward and saying, stop prejudice and forgive sins of the past. In diesem ökumenischen Treffen sagte er, And in this Ecumenical Meeting, ecumenical meetings, he says, er kam dort mit einer Gruppe zusammen und er sagte, dass er das eine lobenswerte Initiative findet. he says that he thinks that this gathering is a good initiative. Und dass er überrascht war über ein solches Treffen. And he also says that he was surprised about such a meeting Dass sie auf ihn zukamen. and that they were approaching him. Und er sagte, das wäre vor langer Zeit undenkbar gewesen. And he added that many years ago, it was impossible to think of that even. Gab es da nicht jemanden, der im 19. Jahrhundert bereits darüber schrieb? There was somebody who wrote about this very instance Und sagte, dass die Protestanten einmal den Katholizismus damit überraschen werden mit den Zugeständnissen, die sie machen. And she said that Protestantism will surprise papacy by all the concessions they would make to them. Während die Vergangenheit nicht geändert werden kann, sagte er, Since this is what Pope Francis says, since the past cannot be changed, 50 Jahre Dialog können eine Reinigung des Gedächtnisses sein. since the past cannot be changed, 50 years of dialogue though can bring some cleansing of the Seht ihr, conscience. Seht ihr, wo 50 Jahre Dialog mit dem Antichristen hinführen? Do you see where 50 years of dialogue with the Antichrist are leading us? Und selbst in unserer Gemeinde gibt es den Anspruch, dass wir doch in gewissen Bereichen
diese Gespräche suchen sollten. And even in our church, we hear that it would be necessary to seek such a dialogue. Und versteht mich nicht falsch, nicht, dass wir mit den Menschen keine Freundschaften, ganz im Gegenteil, pflegen sollten, sie zur gegenwärtigen Wahrheit zu ziehen. And don't misunderstand me. I'm not saying that we shouldn't have any communion with the people of the church. Instead, we should bring them to the Das present heißt truth. aber nicht, dass ich mich 50 Jahre an einen Tisch mit denen setze, But this doesn't mean that we have to sit together with the leadership for 50 years and have in dialogue. einen Dialog, der mich dahin führt, dass ich meine Vergangenheit vergesse. And have a dialogue with them for 50 years that brings me, lets me forget what happened in the past. Denn das soll dazu führen, sagt Papst Franziskus, And this is exactly what should happen, Pope Francis die says, Geschichte anders zu erzählen. in order to tell the story or the history differently. Auf eine Art und Weise, In such a way, namely, die frei von jeglichen Spuren des Ärgers ist über vergangene Verletzungen, in such a way which is free from every kind of anger over wounds of the past, die unsere Sichtweisen zueinander verzerrt haben. which confuses our way of looking at things. Ich sage euch Wort für Wort, das ist genau das, was der Protestantismus sagt heute. And I want to tell you, this is exactly what Protestantism nowadays says. Das sagte Papst Franziskus hier, This is what Pope Francis said, aber wir sehen, und ich bringe euch gleich noch ein Beispiel, dass sie durch diesen Dialog genau das Gleiche wiedergeben. and I'll bring you an example. They exactly say the same in another dialogue as the Pope. Das heißt, der ganze Dialog, das Trinken dieses babylonischen Weines, So this entire dialogue, which is in a way the drinking of the Babylonian wine, wenn wir da mitgehen würden, würde das heißen, nicht mehr das ewige Evangelium zu verkündigen, if we would do the same and go with them, the consequence of this would be that we wouldn't be able to preach the everlasting gospel anymore. nicht die dreifache Engelsbotschaft We wouldn't be able to preach the three angels' message und anymore. auch das Buch Der große Kampf nicht mehr zu verteilen. And we also were not able to distribute the book, The Great Controversy, anymore. Denn hat die Kirche sich wirklich verändert? Because has this church actually changed? In diesem Beispiel spricht es davon, In this article, it's talking about this idea. regte die katholische Kirche an einem Marsch für das Leben teilzunehmen. The Catholic Church was trying to initiate a march for life. Und jeder, der daran teilnahm, And everybody who was taking part in this wurde ein vollständiger Ablass gewährt was granted a complete indulgence von jeglicher zeitlichen Bestrafung aufgrund von Sünde befreit zu sein. for every kind of punishment which results from sin. Und ich möchte euch hier an dieser Stelle einen kurzen Hinweis geben. And at this point, I would like to give you a little hint. Ich hatte die Möglichkeit, vor 2 Monaten einige interessante Gespräche zu führen. I had the opportunity to have a few interesting conversations 2 months ago. Ich habe den Reformationstag, das Reformationsjubiläum in meiner Heimatstadt besucht. I was visiting my hometown at the time of the Jubilee of the Reformation. Und bin dort ins Gespräch mit den Menschen gekommen, mit den Pfarrern und Priestern. And I was able to have some conversations with the bishops and the priests, Um mir ein direktes Bild einfach zu machen, wie diese Einheit begründet wird. in order to get a first-hand impression of how this unity should be Und established wo diese Gedanken hingehen. and where those thoughts are actually going to. Ich möchte euch ermutigen, euch einmal auf YouTube diese Serie anzuschauen. And I would like to encourage you to watch this series on YouTube. Darf ich mal fragen, ob das zufälligerweise jemand schon gesehen hat? I would like to ask, is there anybody who's seen this already? Ich möchte euch ermutigen, das zu teilen mit Menschen. I would like to encourage you to share this with your friends and other Weil ich people. glaube, dass diese Serie keine Serie bietet für eine Angriffsfläche, And because I believe this series isn't giving any offense, sondern dass sie einfach Fragen stellt und zum But Nachdenken anregen but soll. instead it just raises question and it makes you think. Nun, Kardinal Marx, The Cardinal Marx, er ist der leitende Kopf in Deutschland, wenn es zur Ökumene kommt. he is a leader in Germany when it comes to oikumene. Er sagte, dass die Stimme der Kirche beachtet werden muss He says that the voice of the church has to be heard. und dass es nicht ausreicht, zu sagen, dass man selbst weiß,
was für einen gut ist oder nicht. And he also says that it is not enough to say that I know for myself what's good for me and what not. Das heißt, die Kirche muss uns sagen, was richtig oder gut ist. In other words, the church has got to tell us what is good for us and what not. Aber sagen uns die Gebote nicht schon, was gut und schlecht ist? But doesn't the law tell us already what's good and what's not? Und wer war derjenige nochmal, der die Gebote verändert hat? And who again was this person who changed the law? Nun, wir wissen, dass Gottes Fundament Liebe ist. Now we know that the foundation of God. Entschuldigung, dass Gottes Fundament von Liebe ein freier Wille ist. Das wollte ich sagen. Now we know that for God the foundation of love is freedom. Und dass wir selber denken und entscheiden dürfen. And this implies that we are free to decide and think for ourselves. Und wir haben gesehen, der Papst sagt, nein, wir dürfen kein persönliches Gewissen haben. And we've heard now that the Pope says no, we are not allowed to have a personal conscience. Und dass es bei der Meinungsfreiheit gewisse Grenzen gibt. And that there is a certain border when it comes to Wenn es zu Freedom of Speech kommt. Okay, when it comes to freedom of speech, there is a certain line we are not supposed to Das ist cross. etwas, was wir Papst Franziskus in der Vergangenheit haben öfter sagen hören. And this is something we've heard several times being said by Pope Francis. Und deshalb sagt er ja jetzt auch, And this is why he said just recently, Pope Francis is calling fake news a grave sin. Speaking to Catholic media over the weekend, the Holy Father criticized journalists who sensationalize the news and bring up old scandals. He called their actions a, quote, grave sin that hurts the heart of the journalist and hurts others. The Pope went on to say that journalists perform a fundamental mission that must be based on accuracy. die erste Frage, die ich mir stelle, ist, wer definiert sogenannte Fake News, falsche Nachrichten? the first question that I ask myself is who defines what fake news are and what not? Könnte in diesem ganzen ökumenischen Intermingle Religion Alliance, was dort stattfindet, sein, dass die dreifache Engelsbotschaft Fake News sind? Could it be that in his view of a multi-religion system, the three angels message is also called something like fake news? Und was tat die Kirche in der Vergangenheit mit denen, die sogenannte grave sins, also ernsthafte Sünden begangen haben? And what did the Catholic Church used to do with those people who actually committed grave sins, as he calls it? Fordert er eigentlich nicht die Meinungsfreiheit oder die Freiheit der Presse heraus? Isn't he, by saying that, in a way challenging freedom of speech and freedom of press? Und was wird als nächstes kommen? And what would be the next step? Kann es sein, dass wir uns vielleicht bald nicht mehr versammeln dürfen, Could it be that we are not allowed to assemble with one another weil again? wir Hass verbreiten und Intoleranz? Because we are spreading hate speech and intolerance, Anstatt dass es so gesehen wird, dass wir die Menschen auf das wirkliche Evangelium hinweisen möchten? instead of seeing this more as spreading the everlasting gospel and so on. Aber wir sehen, dass alle die Leute, die auch in Verbindung sind mit Papst Franziskus, But we also see that all the people who are connected with Pope dass sie Francis, zusammenkommen und den Terrorismus bekämpfen wollen, that they come together and they try to fight terrorism, sei es Facebook oder Twitter oder YouTube. be it Facebook or Twitter or YouTube. Diese Leute, die eng mit Papst Franziskus zusammenarbeiten, So those people who are working with Pope Francis, sei es ein Chef von Facebook oder von Google, be it one of those CEOs, sind die Leute, die ja letztendlich die Macht in der Hand haben, diese Fake News, sogenannten Fake News rauszulöschen. these CEOs are also the ones who are empowered to manipulate and control which messages are fake news Und and ich which not. frage mich, wie viel Zeit wir noch haben. And I wonder how much time we've still got. Ellen White, sie sagt, dass die zwei großen Irrtümer, And Ellen White says that by those two great misconceptions, durch die Unsterblichkeit der Seele which one is the immortality of soul und die Heiligkeit des Sonntags, and the sanctity of the Sunday, durch diese zwei Dinge wird Satan die Menschen unter seine Täuschung bringen. by those two errors, Satan will bring the entire people under his control. Und ist es nicht das genau, was wir sehen? And isn't this exactly what we're seeing nowadays? Der Ablass zum Beispiel, Indulgence, Indulgence, for example, ist eine Form der Lehre, dieser falschen Lehre der Unsterblichkeit der Seele.
is one form or one variant of this idea of the immortal soul. Und die Heiligkeit des Sonntags And the sanctity of Sunday ist etwas, was wir jetzt gleich sehen werden. is and I'll give you an example for that. Weil es sagt, dass es immer wieder Wendepunkte in der Geschichte der Nation und der Kirche gibt. And White goes on to say that there are points in time which bring a change in history. Und wo ich sehe, dass wir einen sozusagen totes Protestantismus sehen. And now in this time we see that there's it appears that Protestantism is dying. Kann es sein, dass wir an diesem Punkt gerade kommen, an einen Wendepunkt? Could it be that we are coming now to this focal point? In dem Treffen zwischen diesem lutheranischen Führer und dem Papst, Which is signified by this meeting of the Lutheran president and the Pope. da sagte der lutheranische Führer auch, dass wir an einen Wendepunkt nun gekommen sind. At this very point, the Lutheran leader also said that we've reached a focal point. Meine Lieben, sehen wir, wie nah wir kommen dem Ende. Now, my beloved, do you see how close we've come to an end here now? Und ich glaube, dass unsere Gemeinschaft nichts, aber auch gar nichts damit zu tun haben sollte. And I believe that our congregation, our church, should have absolutely nothing to do with that. Sie sagt, wenn die führenden Kirchen, nicht alle, ja, sie sagt, wenn die führenden Kirchen der Vereinigten Staaten sich in den Lehrpunkten vereinigen, die sie gemeinsam haben, She says that if the leading churches, not all the churches, but if the leading churches unite themselves with the doctrines which they have in common, which they have in common, dann sagt sie, dann werden sie hingehen und den Staat beeinflussen, then she says they will go on to influence the government dass er ihre Verordnung durchsetze und ihre Satzungen unterstützen. to enforce their wishes and their laws. Und dann wird das protestantische Amerika ein Bild dem Tier aufgerichtet haben. And by doing this, the Protestant United States will become an image for the Roman priesthood. Und ich sage euch, schaut euch diese Dokumentation an, die ich euch eben beworben habe. And I want to remind you again to take a look at this Weil program. that I've Genau told dieser you. Punkt, den sie anspricht, dass sie sich vereinen auf den Lehrpunkten, die sie gemeinsam noch haben. And this is exactly what you hear in this presentation, that they have united on the common doctrines that they have. Genau das ist, was passiert. And this is exactly what is happening. Und mir mag noch mal jemand sagen, dass diese Frau nicht inspiriert war. And now please someone tell me that this woman was not inspired. Es wird aber gesagt, dass die strikte Durchführung der Sonntagsfeier die Sitten des Volkes um vieles bessern wird. That time people will think and say that the enforcement of the Sunday law will better the behavior of the common people, Ja, the morality. the morale of the society. Ich möchte euch ein Beispiel dafür geben. I would like to give you an example for that. Wir wissen ja, dass die katholische Kirche sich sehr einsetzt gegen Abtreibung. As you know, the Catholic Church is immensely against abortion, Und ich persönlich glaube auch, dass Abtreibung Mord ist. and I personally also believe that abortion is murder. Wer das nicht glaubt, schaut sich mal ein paar Videos auf YouTube dazu an. And if there's someone who doesn't believe that, you can also take a few looks at some videos on YouTube. Wie diese kleinen Männchen da rausgezogen werden, How those die schon am Leben sind. how those little living human beings are being pulled out of the womb. Nun, in diesem Magazin in Amerika heißt es, And in this magazine called America, es ist ein jesuitisches Magazin, which by the way is a Jesuit magazine, da heißt es, um Abtreibung zu beenden, and there it says, in order to stop abortion, es hört auf die Worte, and now listen, pay close attention, müssen wir die Kluft zwischen dem zivilen und moralischen Gesetz verringern. we have to reduce the gap between the civil and the moral law. Das heißt, die Wachhunde, die Armee des Papstes ist bereit, In other words, the army of the Pope is ready Kirche und Staat zusammenzuführen. to unite both Und das ist das, was die Jesuiten, state and church. das sind nicht meine Worte, sondern das ist das, was die Jesuiten hier selber sagen. And these are not my words, this is exactly what the Jesuits say. Sie sagen, Jesuiten sind verpflichtet, They say that Jesuits are, that it's their duty die Kluft zwischen dem gegenwärtigen Zivilrecht und unserer Nation und den Forderungen des Sittengesetzes, wie wir es verstehen, zu verringern. to bridge the gap between the civil law of our nation and the demands of the moral law, to bridge it, yes. Ihr langfristiges Ziel.
And this is also their long-term goal. Wir wissen jedes Mal, als Kirche und Staat sich vereint haben in der Geschichte, And we know every single time when government and church united themselves, dass Verfolgung die Folge war. that the result of this unification was always persecution. Daher wundere ich mich, wenn Donald Trump davon spricht, dass er diese Kluft, dieses Gap zwischen Kirche und Staat wieder aufheben möchte, Therefore, I'm so surprised when I hear Donald Trump saying that he would like to bridge this gap between church and state. dann frage ich mich, wo Donald Trump seine Ideen herkriegt. If I hear this, I'm wondering where he gets those ideas from. Gestern Abend haben wir einen klaren Beweis gehört, wem oder wer alles dem Präsidenten ins Ohr flüstert. And yesterday, we've just got an idea of who it is that is whispering into the president's ear. Und jetzt schaut mal, welche Worte diese Dame benutzt. And now listen to what kind of words Ellen White is using here. Sie sagt, die Protestanten der Vereinigten Staaten werden die Ersten sein, And she says the Protestants of the United States are going to be among the first ones die ihre Hände über den Abgrund ausstrecken, who are going to put their hands over the abyss die Hand des Spiritismus zu erfassen. in order to grasp the hand of spiritualism. Spiritismus ist eigentlich Liebe ohne Gehorsam, Spiritualism is love without laws, Love without obedience. love without obedience. Okay. Sie werden über die Kluft hinüberreichen So they will reach over this gap zum Handschlag mit der römischen Macht. in order to shake hands with those Roman powers. Das ist genau das, was wir sehen. And this is exactly what we're seeing nowadays. Und deshalb rufen sie seit Jahren. And therefore they're calling for years Die already, Fox News hier berichtet, as Fox News is Lass- presenting here. Lass uns Sonntag zu einem Tag der Ruhe machen, um Gottes Willen. And they say, let's make Sunday a day of rest for God's sake. Manchmal sagen Menschen, wenn sie solche Vorträge hören von uns, Sometimes people think when they hear these kinds of lectures, und selbst Siebten-Tags-Adventisten traurigerweise, and even you hear this sometimes from Seventh-day Adventists. ja, das ist eine Meldung. Yes, this is just one broadcasting station that Schau says mal, that. das ist schon ein paar Jahre alt. And in addition to that, it's already a few years old. Wenn wir verstehen aber, dass Prophetie so handelt, dass, wenn wir uns vorstellen wie einen Eimer, But if we imagine that prophecy behaves like a bucket, wo immer wieder kleine Tropfen reinfallen, in which every time a few drops are dropping into über die Jahre, over the years, irgendwann kommt der Zeitpunkt, at one point in time, wo es überläuft, oder? the water will flow over. Das ist interessant, das fand ich nur so nebenbei. Trump sagte mal, dass alles das, was CNN berichtet, Fake News seien. Aber was Fox News berichtet, seien keine Fake News. And it's also interesting to see now that Trump always bashes CNN and calls them fake news, but every time Fox News says something, he is fully behind them. Fox News sagte, lasst uns den Sonntag zu einem Ruhetag And machen. now keep in mind that it was Fox News who said, let us make Sunday a day of rest for God's sake. Hier schreibt die Pittsburgh Post, Now the Pittsburgh Post says sie rufen auf für einen Sonntag als Ruhetag, they're calling everyone up to make Sunday a day of rest, einen erforderlichen Ruhetag a necessary day of rest, und als Gebetstag. and as a day of prayer. Es ist interessant, in der gleichen Zeit, It's interesting to see that at the same time, hier gab es vor kurzem einen, wie sagt man im Deutschen, Roundtable, einen runden Tisch, Dankeschön. just recently there was a round table, Und dort wurde die Frage gestellt, and at this panel they asked a certain question. das war dieses sogenannte Fordham Panel, Yeah. und dort haben sie die Frage gestellt, das ist übrigens eine jesuitisch gesponserte oder geförderte Universität, This Fordham panel, by the way, is sponsored by Jesuits. und sie stellten die Frage, ob Amerika ihre Moralität verliert. And the question that was discussed at this panel was if the United States is losing its moral compass. Und sie sagen dort in diesem Bericht, dass um Kompromisse einzugehen, wir uns mit politischen Gegnern für das Gemeinwohl zusammentun müssen. And in this report, they go on to say, in order for the common good, we have to unite ourselves and work also with our political enemies. So to Weil sie glauben, dass die Moral in Amerika runtergeht
And they say this because they believe that the moral standard of the United States is dropping. Und so sehen wir, wie immer mehr sich zusammentun, Gruppen zusammenfinden. And we see that more and more different groups are now uniting themselves. Hier haben wir ein Beispiel von einer Koalition zwischen einer Gruppe, die gegen Waffengewalt ist, And here we see a coalition of groups that are against gun violence. die sich mit Kirchen zusammengetan haben. And they have united themselves with other churches. Und interessanterweise sie sagen, das ist ein jährlicher Sabbat, wo sie zusammenkommen, And they called a annual Sabbath at which they meet together, was natürlich an einem Sonntag ist, which of course is on a Sunday nicht am 7. Tag der Woche, am Samstag. and not on the 7th day of the week. Und sie sagen, jedes Mal, wenn eines dieser Massaker geschieht, sagen alle diese Politiker, Every time there happens such a mass shooting, diese Politiker sagen, unsere Gedanken und Gebete sind bei den Opfern. and they say that the politicians, every time such a mass shooting happens, keep on saying that our thoughts and prayers are with the victims of the shooting. Wir aber sagen, But we instead, genug Say- ist genug mit euren Gebeten. it's enough with your prayers. Wir machen das Beten We'll do the prayer, und ihr müsst anfangen zu handeln. we will do the praying, and you have to act. Und sie wollen, vereint mit der katholischen Kirche, heißt es in diesem Bericht, And they want unified or united with the Catholic Church, dass sie sehen, dass die Moralität in Amerika runtergeht, since they see that the moral compass is lost. müssen sie handeln und müssen den Sonntag wieder pushen. They see that they have to act against this, and they have to push their agenda. Dieses Beispiel fanden wir vor einiger Zeit mit einer Senatorin, And here we have another example of a senator die vorgeschlagen hat, dass die Menschen doch wieder, weil die Moralität runtergeht in Amerika, and she advised, because of this moral loss in the United States, dass wir die Menschen doch quasi per Gesetz wieder dahin führen sollten, dass sie an einem Sonntag in einer Kirche ihrer Wahl, aber an einem Sonntag wieder am Gottesdienst teilnehmen. and she advised that it should be enforced by law that every citizen should meet on a Sunday in a church of their own choosing to unite them. Also zur Kirche am Sonntag zu gehen, sollte wieder verpflichtend werden. And this is what she says: to go to church on Sunday, it should be enforced by law. Und deshalb sagt der Papst auch zu den Führern in der EU, And therefore, the Pope also says to the leaders of the European Union, als er im letzten Jahr dort mit all diesen Führern Europas zusammengekommen ist, when he came together with all the leaders of the European Union, dass sie wieder zurückkommen sollen zu ihren Wurzeln. that they should return to their roots. Welche Wurzeln meint er? Which roots is he talking about? In seiner Ansprache erinnerte der Heilige Vater die Führer daran, In his speech, he reminded the leaders dass die Seele Europas christlich ist. that the soul of Europe is in its core Christian. Ja, sie ist christlich, er hat recht. He's right, it is Aber Christian. was meint er mit christlich? But what does he mean by Christian? Welche christlichen Wurzeln meint er? Which Christian roots is he talking about? Der ungarische Gouverneur hilft uns ein bisschen. The Hungarian president is helping us out a little. Hatten wir nicht jemanden hier aus Ungarn heute? Viktor Orban, danke schön. Wir lesen mal, heißt es in der Überschrift, Regierungen sollten sich wieder quasi christlichen Werten weihen, damit Europa wieder groß werden kann. And as you can see in the title, the Hungarian prime minister says, governments should be dedicated to Christian values that made Europe great. Nun, ich frage mich, meine Lieben, welche Bewegung stoppte den Katholizismus für eine Zeit lang? Now I wonder which movement was stopping Catholicism for a while. Do you remember? War es nicht wahrer Protestantismus? Wasn't that true Protestantism? Und welche Kirche regiert in Europa heute wieder? And nowadays, which church is governing or ruling in Europe again? Also zu welchen christlichen Wurzeln sollen wir wieder zurück, sagt der So Papst? the question is, to which Christian roots should we Und return? der ungarische Regierungschef? Of which both the Pope and the Hungarian prime minister talks about, Und natürlich auch der polnische neue Regierungschef. and also the new Polish prime minister says, Ich spare mir jetzt den Namen auszusprechen. I won't pronounce the name. Ich würde nur Fehler machen. I would just make one mistake after the other. Er sagt, wir wollen Europa verändern. He says we want to change Europe. Wir wollen Europa neu We christianisieren. want to Christianize Europe anew. Das sagte er in dem Gespräch mit dem katholischen Interviewer.
And this is what he said in an interview with a Catholic interviewer. Und er zitierte dabei Papst Johannes Paul II. And by doing this, he was quoting Pope Francis II. Und er sagte, wir sollen uns dies nicht mehr, das darf uns nicht mehr weggenommen werden. And he said we shouldn't let this being taken away from Es us. darf nicht mehr weggenommen werden, dass Europa wieder christianisiert wird. It should not be taken away from us that Europe is being Christianized again. Und so sehen wir, dass Polen darauf pusht, den Sonntag wieder als einen ganz freien Tag zu machen, dass man nicht mehr einkaufen darf. And therefore we see that, for example, Poland is trying to make Sunday a day of rest where you cannot buy or sell. Wisst ihr, hier in Österreich oder für uns in Deutschland ist das noch relativ normal. Ja, das verwundert uns nicht. You see, for us in Germany or in Austria, it's quite normal. Wenn du zum Beispiel nach Holland gehst, wo die sonntags alle Geschäfte aufhaben, But if you, for example, go to the Netherlands, where all the shops are open on und Sunday, Leute werden sagen, ja, schaut mal, wie sollen die sich denn, die sind so atheistisch, die werden sich niemals dazu, das wird noch Jahre dauern, bis das alles kommt mit Sonntagsgesetzen. and if you see the people in the Netherlands, how secular they are, you would think that it's not possible for them to adopt this idea. Aber glaub mir, wenn durch Gesetz gezwungen wird, dass du nicht mehr kaufen und verkaufen kannst, But believe me, if by law it is being enforced that you cannot buy or sell anymore, wenn du den Sabbat brichst und den Sonntags nicht hältst, again, wenn du den Sabbat nicht brechen möchtest, um den Sonntag zu halten, and if you don't want to break the Sabbath in order to keep the Sunday, du wirst dich sehr schnell auf einmal wo befinden, wo du vielleicht nicht gedacht hast, wo du hingehörst. you will find yourself in a place you would not have thought you'd find yourself in. Und die EU ist es am Pushen. Es sind über 8 Länder, die es mittlerweile angenommen haben. And the European Union is exactly going into that direction. Ellen White sagt, dass es der Katholizismus in der alten Welt ist und der abgefallene Protestantismus in der neuen Welt. And Ellen White goes on to say that this is exactly the Catholicism of the old world and the corrupt Protestantism of the new world, Die letztendlich die Gebote Gottes brechen werden. who in the end are going to break the laws of God. Und ich fand es interessant, wenn wir uns einen Aspekt jetzt anschauen, in dem, was in Polen jetzt gerade passiert. And I found it interesting to look at this example here, what happened in Dort Poland. heißt es in diesem Artikel, dass diese ganzen Bewegungen vorgeschlagen wurde von Gewerkschaften. Sie haben Vorschläge gemacht, die sich an katholischen Werten orientieren. And they made they had some advices which were focused on Catholic ideas and standards. Und wir sehen, wie der Papst die Gewerkschaften aufruft, And we see how the Pope is now calling those wie sagt man, Gewerkschaften? Trade Unions, Trade unions, okay, um quasi die Umwelt, die ganze Umgebung zu beschützen. in order to save the environment. Wir hatten das Beispiel jetzt vor kurzem in Deutschland, natürlich auch hier auch, dass der Heilige Abend auf einen Sonntag gefallen ist. And we've seen this that Christmas Eve was a Sunday this Und year. die Diskussion kam auf einmal auf, ob jetzt doch am Sonntag noch für einen halben Tag eingekauft werden darf oder nicht. And so the question arose, now is it allowed on Sunday to shop for at least half a day or not? Und es ist interessant, dass es wieder ein Bündnis aus Kirchen und Gewerkschaften war, And it's interesting to see that it's again was a coalition of trade unions and what? und Church, And the church, die dafür sorgten, dass dieser Sonntag zublieb. who were responsible for the Sunday to be a day of rest this time. Genau das, was Papst Franziskus in seiner Enzyklika Laudato Si uns aufgibt. And this is exactly what Pope Francis is telling us in his encyclica, Um den Sonntag als Ruhe zu bewahren, um die Rechte von anderen anzuerkennen. and there he tells us to keep the Sunday holy and to also respect the rights of Und others. wir sehen immer wieder, wie der Sonntag mehr und mehr Platz für den wahren Sabbat einnimmt. And we see that the Sunday is taking over more and more the position of the real 7-day Sabbath. Ich weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt, dass vor kurzem der Europäische Gerichtshof darüber diskutiert hat. And I don't know if you've heard about this, but the European judicial system has been debating this Und question. sie haben ein Gesetz erlassen, dass du jetzt 12 Tage am Stück dass dein Arbeitgeber dir sagen kann, dass du 12 Tage am Stück durcharbeiten musst. They've released a law where it says that your employer
can demand of you to work 12 days in a row. Was bedeutet das? What does that mean? Der Sabbat wird zwangsweise, musst du brechen. By this, if this law is being enforced, it means that you have to break the Sabbath. Und war es nicht Ellen White, die sagte, And was it not Ellen White who said dass die Gewerkschaften werden eine der Kräfte sein, that the trade unions would be one of those powers die auf dieser Erde eine Zeit der Trübsal bringen werden, who would bring a time of tribulation to this world, wie es seit Beginn der Welt nicht gab. which hasn't been since the beginning of the world. Und wir sehen, dass die EU-Führer, die zum Papst reisen, um ihn um Ratschlag zu fragen, And we see that the leaders of the European Union who are traveling to the Pope for his advice, jetzt im nächsten Schritt, sie kurz davor stehen, sie sagen, es sind die letzten Schritte, dass wir davor stellen, eine EU-Armee aufzustellen. They're going to him to ask for advice, and they're about to create a European army. Und wisst ihr, ich frage mich, wenn die sich alle da zusammentun, dann wer bleibt letztendlich noch übrig, der bekämpft werden muss? And my question now is, if they unite themselves, who is the enemy that they are trying to fight? Und auch eines ihrer speziellen Ziele ist es, die Cybersicherheit quasi, das Internet sozusagen zu überprüfen. And another goal that they have is to to make the cyber world more secure. Und diese Ideen kommen nicht von ungefähr, sondern wir wissen, dass der Papst mit Fake News sozusagen zu tun hat. And those ideas are not randomly, they don't arise randomly. We know that the Pope has a special relationship to fake news. Sondern dass er von den EU-Liedern, von den Staatsleuten als einzige moralische Autorität noch angesehen wird. And we know now that the Pope is being seen as the moral leader of those European Und der leaders. ultimative Weltführer. And he's also seen as the ultimate world leader as Sehen wir well. nicht, wie der Staat sich vor dem Papsttum niederbeugt We see how the government or the state is bowing in front of the papacy. und ihn fragen, was wir tun sollen, weil wir wissen nicht mehr, was wir machen sollen. And now they are asking him for advice because they no longer know what to do. Und so wandert der Papst rum und kann in aller Ruhe dazu aufrufen, den Nationalstaaten aufzugeben. And now the Pope can travel around and tell everybody to resolve their national government. Im Sinne für das Gemeinwohl. All of that for the common good. Nun, wir haben schon viel über Gemeinwohl gehört. Now we've heard a lot about the common good. Das Gemeinwohl ist letztendlich, sagt hier der US-Senator Bob Casey, als Papst Franziskus nach Amerika kam und dort im Senat sprach, When Pope Francis came to the Senate in the United States, was übrigens verfassungswidrig ist, which by the way is against the Constitution, sagte er, dass die Kern der Botschaft des Papstes war, and he says and summarizes that the central or the focal point of his message was dass eine Zusammenarbeit für das Gemeinwohl nötig ist. his message was that it is important for us to collaborate for the common good Dass of es our ein people. römisch-katholisches Prinzip ist, eine Regierungsstrategie, die der Papst durchführt. And he continues to say that this in fact is a Roman Catholic principle of how they work. Wir wissen, meine Lieben, in der Geschichte gab es im Jahr 1888, And we know in history that in the year 1888 dass es einen Senator gab namens Blair, that there was a certain senator by the name of Blair der hingegangen ist und hat bereits versucht, Sonntagsgesetze durchzusetzen in Amerika. who was already trying to enforce certain Sunday laws. Ich hoffe, wir kennen diese Geschichte als Adventisten. I hope you as Adventists know those stories. Und wir wissen, dass eine besondere Person, Alonzo T. Jones, And we know that one special person, namely Alonzo T. Jones, dass wie ich glaube, Gott ihn benutzt hat. and I believe personally that God has used this Er person. sprach dort vor diesem Senat auch aus. He also talked to this Senate. Er wurde über 600 Mal unterbrochen in seiner Rede. He was interrupted in his speech over 600 times. Aber Gott gebrauchte ihn, dass die Sonntagsgesetze damals nicht durchgesetzt wurden. But God used him in a special way so that the Sunday laws were not enforced. Wir wissen, was 1888 war, oder kirchengeschichtlich? Do you know what happened in 1888? Dass die Botschaft Gerechtigkeit aus Glauben gepredigt wurde. In this year, the message of righteousness by faith was preached. Und Jesus kurz davor stand, wiederzukommen. And you know that also Jesus was just about to come again. Ich freue mich jetzt schon über die Kommentare bei YouTube. And I'm already excited to listen to the Aber commentary schaut on schaut YouTube. mal, was Alonzo T. Jones hier sagt bezüglich des Gemeinwohls.
But take a look at what Alonzo T. Jones has to say in this article. Er berichtet darüber, dass einer der Sprecher, der diese Gesetzesvorlage brachte, He says that one of those persons who was proposing this bill, er argumentierte wie folgt. he said that he had the following argument. Wenn wir von natürlichen Rechten sprechen, He said, if we talk about natural rights, muss das mit Einschränkungen geschehen. we have to talk about those rights in a certain fashion. Die natürlichen Rechte des Einzelnen in der Gemeinschaft sind dem Gemeinwohl untergeordnet. The personal rights of the individual is subdued by the interest of the common good. Sabbatgesetze, The Sabbath law, was Sie natürlich als Sonntagsgesetze sehen, which they saw as the Sunday law, sind erwiesenermaßen zum was? they are, for what reason are they established? Zum Allgemeinwohl. For the common good. Sehen wir, warum der Papst rumreist und alle einlädt, für das Gemeinwohl zu arbeiten? Do you understand now why the Pope is traveling from place to place to invite everybody to work for the common good? Und deshalb sagt er in Laudato Si, dass das Gemeinwohl und dass die Sorge für die Natur und alles, das verbunden ist mit dem Sonntag. And therefore he keeps on saying in his Laudato Si that everything is combined in this idea of serving for the common good. Und jeder, der nicht mit dem Gemeinwohl geht, And everyone that is not concerned about the common good, dessen Rechte müssen hinweggenommen werden. though the person who is not concerned about the common good, his rights should be also Taken away. taken away. Das kann so weit gehen, sagt die Kirche selbst, And the church says that this can go as far as dass sie immer noch die Todesstrafe anwenden. actually using the death penalty. Schaut mal, wie sie das begründen. And now look at how they Sie sagen, argument, die which Todesstrafe arguments they use. ist manchmal notwendig, um was zu unterstützen? Now they say that the death penalty is necessary to do what? Um das Gemeinwohl zu unterstützen, To lift up the common good, um es zu sichern. to secure the safety of the common good. Nun, wir wissen, dass Offenbarung 13 davon spricht, dass es zu einer Zeit mit Kaufen und Verkaufen kommt, dass wir nicht mehr kaufen und verkaufen dürfen. Now we know that in Revelations 13, it's talking about this idea that there will be a time of no buying and selling Habt ihr anymore. noch ein paar Minuten oder muss ich Familie Hegge gerade kurz nach vorne rufen? Are you still there, or should I call the trombones? Gib mir noch ein paar Minuten. Give me a few minutes. Dass das geschehen kann, In order for this to happen, muss natürlich auch das ganze Finanzsystem kontrolliert werden. the entire financial sector and system has to be controlled. Offenbarung 18, Vers 3 spricht davon, And Revelations 18 verse 3 is talking about this as well. dass die ganzen Kaufleute mit dem Papsttum sozusagen im Bett sind. That all the salesmen are and the people of merchandise are with the Pope in bed, so to speak. Ich möchte euch bitten, mal mit mir die Bibel aufzuschlagen nun, nochmal. I would like to ask you to open the Bible with me, Und gebt mir mal 1. Mose, Kapitel 47. and please open Genesis 7 verse 47 verse Wir beginnen ab Vers 14 zu lesen. 14. Und es ist die Geschichte, wo Ägypten 7 Jahre lang durch diese Zeit gegangen sind, des Wohlstandes, wo sie gesammelt haben für die 7 schlechten Jahre. And we find ourselves in this passage where Egypt has just had those 7 years of harvest, Und die Zeit hat gerade begonnen, wo diese 7 schlechten Jahre begonnen haben. and they just ended, and now the 7 bad years were about to start. Und lasst uns mal lesen ab Vers 14. And now let's read beginning from verse 14. Und Josef brachte alles Geld zusammen, das im Land Ägypten und im Land Kanaan gefunden wurde, für das Getreide, das man kaufen musste. Und Josef brachte das Geld in das Haus des Pharao. And Joseph gathered up all the money that was found in the land of Egypt and in the land of Canaan for the corn which they bought, and Joseph brought the money into Pharaoh's house. Vers 15. Verse 15. Da nun das Geld im Land Ägypten und in Kanaan ausgegangen war, And when money failed in the land of Egypt and in the land of Canaan, kamen alle Ägypter zu Josef und sprachen, all the Egyptians came unto Joseph and said, gib uns Brot,
Give us bread. Warum sollten wir vor deinen Augen sterben, weil kein Geld mehr da ist? For why should we die in thy presence, for the money faileth? Das heißt, in der Krise fehlte was? So we see that during the Das crisis, what was failing? The Das money. Geld hatte keinen Wert mehr. Money was worthless at this time. Jetzt lest mit mir mal Vers 19. Now let's read verse 19. Sie sagten, warum sollen wir umkommen vor deinen Augen, wir und unser Feld? And they said, wherefore shall we die before thine eyes, both we and our land? Kaufe uns um Brot samt unserem Feld, Buy us and our land for bread, dass wir und unser Feld dem Pharao dienstbar seien. and we and our land will be servants unto Pharaoh. Gib uns Samen, dass wir leben und nicht sterben, Give us seed that we may live and not die, und dass das Land nicht zur Wüste wird. and that the land be not desolate. Was haben die Menschen gemacht? So what did those people do? Sie haben sich selbst verkauft. They sold themselves Das Geld war wertlos. because money was worthless at In this der time. Krise haben die Menschen sich verkauft an das System. During the crisis, the people sold themselves to the system. Alles wird zusammengefügt. So everything is being amalgamated. Und es sind nicht nur wir, die das so sehen. And it's not only us who are seeing it this way. Wir haben gestern eine meines Erachtens falsche Auslegung gesehen vom Ende der Welt. And yesterday we've seen a interpretation of the end of the world which is not right in my own eyes. Der Führer der orthodoxen russischen Kirche sagte, The leader of the Russian Orthodox Church said, dass das Ende der Geschichte nahe ist. he said that the end of history is near. All jene Leute, die das Vaterland lieben, Listen to what he says. He says, all those people who are patriots sollten zusammenkommen, weil wir eine kritische Periode der menschlichen Zivilisation eintreten. all those patriots should come together because we are reaching a critical point in time where we have to stand together for human civilization. Ich frage mich, woher er das weiß. I'm just asking myself, how does he know that? Er heißt in dem Bericht, dass es nicht das erste Mal ist, dass Kyrill dazu aufgerufen hat. And it's as far as I know, this is not the first time when Kirill was saying this. Als Grund wird wieder der gemeinsame Kampf gegen den Terror angegeben. And the reason for this saying, of course, is the fight against terrorism. Aber das betrifft nicht nur Russland, sagt er, But this, he says, doesn't concern Russia only, sondern alle Länder, dass wir uns vereinen müssen. but every country, that we should unite ourselves Schaut mal, was er sagt, um dieses Übel zu besiegen. in order to fight this curse. Ja. Und diesen Krieg nenne ich einen was? Einen heiligen Krieg. So that he says we should unite ourselves to fight the evil, and he calls this war a holy war. Er sagt, wir müssen, die Menschheitsgeschichte kommt zum Ende. Sie steht an einem kritischen Punkt, sagt er. And he keeps on saying that human history comes to a critical Wir point müssen uns in time. zusammenschließen und diesen Krieg nenne ich einen heiligen Krieg. He says that we have to unite ourselves, and he calls this war a holy war. Und der Vatikan und die russisch-orthodoxe Kirche sagt, And he says that the Vatican and the Russian Orthodox Church, dass sie sich zusammentun müssen, um christliche Werte zu beschützen. that they should team up to preserve Christian values. Nun, wir haben gesehen, dass in Russland das Ganze schon praktiziert wird. And we've seen that in Russia, this law is being has been enforced already. Wir wissen, dass die Zeugen Jehovas unter besonderer Beobachtung stehen in Russland. We've heard that the Jehovah's Witnesses are now under a special observance in Russia now. Und dass darüber diskutiert wurde oder wird, dass jegliche Missionsarbeit quasi nach außen oder über E-Mail-Verteiler und all dies eingegrenzt werden muss. And it is being discussed that every kind of missionary work should be hold back. Russland praktiziert eigentlich das, wofür Papst Franziskus aufruft. In Russia, in a way, is already doing exactly what Pope Francis is calling for. Deshalb wundert es auch nicht, dass die neuen Gesetze in Russland die katholische Kirche nicht betreffen. Therefore, it's no wonder that the new laws in Russia are not concerned by the laws of the Catholic Church. Sie sind registriert, deshalb betrifft es sie nicht. They are registered already, so it doesn't concern them. Ich frage mich, was muss ich heute in der Zeit tun, um registriert zu werden? And now I wonder, what do I have to do nowadays
to be registered. Wenn ich richtig informiert bin, ist es nicht so, dass unsere Gemeinschaft hier in Österreich nicht offiziell anerkannt ist? Bin ich da richtig informiert? If I understand it correctly, our church here in Austria is not registered. Is that right? Sind wir? Eine religiöse bekannte Gemeinschaft, nicht als Religion. Ja. Nicht als Kirche, okay, als eine Gemeinschaft. Das wurde geändert, aber die meisten wissen es. Okay. So our church is Ah, not da seen wollte ich as jetzt nicht a drüber church, diskutieren. but as a Aber seht religious ihr, wie group. einfach diese Schritte sind? But we see what the process is. Wie heißt es in diesem Bericht, So in this article it says, dass die Besitztümer der Zeugen Jehovas in Beschlag genommen wurden in this article it says that the property of the Jehovah's Witnesses in Russia und sie sich natürlich beschwerten, has been confiscated, Entschuldigung, und dass sie sich natürlich beschwerten, dass ihre Religionsfreiheit beraubt wird. and as an answer to this, of course, the Jehovah's Witnesses were complaining that their freedom of religious expression was taken away. Und sie haben absolut recht. And they're absolutely right. Nun, ich stimme nicht mit den Lehren der Zeugen Jehovas überein, Now I have to say that I don't agree with the teachings of the Jehovah's Witnesses, aber es ist wahr, dass ihre Religionsfreiheit beraubt wird. but it is true that their religious freedom has been taken away. Und ich wundere mich, dass der Mann in Rom, And I'm surprised, and I think to myself, why the man in Rome, der überall rumreist und von Religious Liberty, von Religionsfreiheit spricht, and I wonder why this man who is journeying around and talking about religious liberty seinen Mund nicht aufmacht. doesn't open his mouth against this thing. Kann es sein, dass es damit etwas zu tun hat, dass, wenn ich richtig informiert bin, die Zeugen Jehovas nicht wirklich auch positiv den Lehren der katholischen Kirche gegenüberstehen? My assumption is that it is because the Jehovah's Witnesses are not in favor of the teachings of the Catholic Church. Could this be the reason? Wenn sie hier quasi sozusagen ihnen alles weggenommen wird, And now, if everything is being taken away from the Jehovah's Witnesses, ist nicht das auch das System, was wir in Daniel Kapitel 7 finden, dass das Papsttum die 3 Hörnerfeuer quasi herausgerissen hat, ihnen alles weggenommen hat, damit sie an die Macht gekommen sind? isn't it the same principle as we see in Daniel, that the 3 horns were pulled up before the other one arose? Und ich glaube, dass Gott uns hier ein Beispiel gibt. And I believe that God is giving us an example here. Dort, wo jetzt die Zeugen Jehovas quasi verbannt wurden und als extrem gestempelt wurden in Russland, At this point where the Jehovah's Witnesses were banned and called extremists in Russia, taucht auf einmal auch die Gruppe der 7. Tagsadventisten in den Fokus. at the same time also the group of Seventh-day Adventists come into the focal point. Und schaut mal, was sie argumentieren. And now look at how they argue. Sie sagen, es gab viele Beispiele von Christen, And they go on to say that there are many examples of und Christians, sie nennen sie Sekten, and they call them sects, die in orthodoxe Kirchen gingen und Literatur verteilten. who went into Orthodox churches and distributed their literature. Hast du schon mal Literatur verteilt? Have you ever distributed literature? Oder in irgendeiner Weise die Gottesdienste, sie sagen, störten? And also disturb the church service in any way? Sie gehen von Tür zu Tür. They go from door to door. Bist du schon mal von Tür zu Tür gegangen? Did you ever go from door to door? Und die russisch-orthodoxe Kirche betrachtet sie als aggressiv, And the Russian Orthodox Church sees them as aggressive weil sie sehr offen mit Menschen sprechen. because they're really open towards other people and in the way how they talk. Lass mal gerade einen Schritt zurückgehen. Was hat Papst Franziskus gesagt? Wir sollen niemanden mehr versuchen zu überzeugen. And now remember, what did Pope Francis say? We are not supposed, or we are not allowed to try to convince anybody to our religion. Sie for our geben, religion. sie geben Literatur aus. So they distribute literature. Sie sagen oft sehr negative Dinge über die russisch-orthodoxe Kirche. They say a lot of negative things about the Russian Orthodox Church. Zumindest ist das, was sie hier so, wie sie es ausdrücken. At least this is how they put it in this article. Und sie diskutieren sehr gut. And they are good at debating. Sie sind diejenigen, die unsere zukünftigen Gläubigen wegnehmen. And these people are exactly the ones who are taking away our future believers Ich from sage our euch, church. die Welt wird vorbereitet, uns in eine Ecke zu stellen. And I want to tell you that the world is being prepared to put us into a certain corner.
Vor kurzem hat die ABC News eine Dokumentationsreihe herausgegeben, wo sie über Waco gesprochen haben. in which they were talking about Waco. Es war eine Gruppe gewesen, For summary, this was a group of people die sich abgesetzt hatten aus unserer Gemeinschaft who segregated themselves from our communion und die in sozusagen in einer Community gelebt haben and they formed themselves a community und die, wo man ehrlich sagen muss, ja in Extreme gegangen sind. and you have to be honest and to say that they really went into extremes Bis zu dem Punkt, dass es am Ende in einer Auseinandersetzung zu einem Massenmord kam. up until the point where it came to a fight and in the end to a mass murder. Ich möchte bitte, dass ihr darauf achtet, I would like you to pay attention dass welche Argumente jetzt herangeführt werden which kind of arguments are being brought up here und in welcher Verbindung dieses ganze Ereignis mit Waco gebracht wird. and how all of this is being connected to the event which happened in Waco. Wayne, listen to me. The ceasefire, they will ceasefire. They want to remove their casualties, okay? It's been 25 years since the deadly FBI raid on the Branch Davidian compound in Waco, Texas. 4 ATF agents and 6 of David Koresh's followers were initially killed. And then after a 51-day standoff with FBI agents, the compound burned to the ground, killing another 74 people. Tonight, ABC airs a special documentary, Truth and Lies. The ABC documentary Truth and Lies has new details and interviews with FBI and ATF agents about the tactics they used during the Branch Davidian standoff, and a look at what life was like inside the compound like you've never seen before. The Branch Davidians are an offshoot of the Seventh-day Adventist Church. The thing that made them different was they had a doomsday prophecy. They believed that there would be an end of the world and that when that time came, they were going to die. One of the things about being a Branch Davidian, and especially under David Koresh, was you're supposed to separate yourself from the world. The world is the sins, the flesh, the desires of the world, and you're supposed to be spiritual. There was no running water, no heat, no electricity of any kind. We had to go to Bible study 3 times a day. Women had to wear long blouses covering their rear ends, and no makeup ever, no jewelry. Why did you come here? Because I heard there was something here that I wanted to listen to. He was polarizing because what he's doing is so radical. He truly believed he had a mission from God. He had absolute authority over the air they breathed, over literally the food that they ate every day. He taught that we should not eat any dairy products. And his reasoning was, well, dairy products are made from milk, which is baby food. Milk is what you drink when you're a baby, and we're adults now. You could have apples and bananas, but not bananas and oranges together. There was a lot of food combining rules. You couldn't eat fruit and vegetables together. No sugar at all, no processed flour. When the winter came, in the very beginning, we would have pots of onion soup, no cheese in it, just onion soup. My wife got into trouble once for telling someone it was okay to eat cheese, and she was put out of the camp. So it was almost like he was sitting around thinking of like really wacky ways to manipulate people. But the idea was to test people to see if they really believed and would really obey when the time came. 911, what's your emergency? There's 75 men around our building and they're shooting at us in Mount Carmel. Tell them there are children and women in here and to call it off. Wayne was instantly on the phone with 911, trying to get them to communicate with the people on the ground to get them to stop firing at us. I hear gunfire. Oh, hello? Hello? Call it off! They're attacking us again! Wayne, listen to me. The ceasefire, they will ceasefire. They want to remove their casualties, okay? So you got 3 people down. 1 person you sure is dead. Are you injured, Wayne? I'm under fire. Okay, I know you're under fire, but are you hurt? I'm hurt. Wayne, cease firing. I have a right to defend myself. They
came in with force. They shot at people. We tried to talk to them. They wouldn't listen to reason. It was crazy. Perhaps most compelling of all tonight, interviews with the children who were inside the compound and what they have to say. Everything was different. Trying to understand what it's like to take a bath just seemed very scary to me. Flushing toilets. David Koresh, der sich abgespalten hatte. So there was this guy named David Koresh, der viele, viele Dinge, Prinzipien genommen hat, die richtig sind, sie aber falsch angewendet hat. And what he did was that he took a lot of principles that in their core were right, but he applied them in a wrong way. Aber merkt ihr, wie dieser Bericht aufgebaut ist auf eine Art und Weise? But did you realize how this report was constructed in a certain way? Dass Menschen als extrem angesehen werden. That people are being looked upon as extreme. Wenn sie zum Beispiel darauf achten, was sie tragen. When they pay attention to what they wear. Oder was sie essen, wenn es anders ist zu dem, wie andere es machen. To what they eat, if it's different compared to what others do. Viele von den Prinzipien, die sie da benutzt haben, sind richtig. Many of those principles that they've applied are in the core. Und natürlich correct? Ist David Koresh abgedriftet. Of course, David Koresh drifted off. Aber ich finde es interessant, dass sie es direkt verbunden haben und den Leuten erzählt haben, dass sie eine sogenannte Splittergruppe sind von unserer Gemeinschaft. But I found it still interesting to see that they mentioned it, that those people were a group that has separated from our church. Okay, lasst uns in den 7. Gang jetzt gehen. Now let's get into the 7th gear. Ellen White, sie sagt, unser Volk wird am Ende der Zeit, wo es jetzt noch keine Aufmerksamkeit hat, wird in den Fokus kommen. Ellen White says that at the end of time, our people who are not regarded high will come into the focus. Und eins wurden wir als unbedeutsam angesehen. And she goes on to say that once we were seen as meaningless. Ja. Aber sie sagt, jede Position unseres Glaubens wird durchsucht werden. But she keeps saying that every position of our faith will be searched. Und dass wenn wir keine gründlichen Bibelstudenten sind, and that if we are not good Bible students, dass wir in die Irre laufen werden. We are going to walk astray. Und ich fand es interessant, dass sie in Russland dann mit den Zeugen Jehovas ihnen auch natürlich das Schrifttum, ihre Bibelübersetzung als extrem angesehen haben. And another interesting point is that in Russia they saw the Bible translation of the Jehovah's Witnesses as extreme as well. Und wollen ihnen quasi diese Bibelübersetzung verbieten. And they also want to restrict and ban this Bible translation. Und ich frage mich, was bald mit unseren Büchern gemacht wird. And I wonder what will happen to our books. Die Dinge enthalten, die politisch nicht korrekt sind. Which contain things that are not politically correct. Aber war Jesus politisch korrekt? But the question is, was Jesus himself politically correct? Geschwister, ich glaube, dass es wie zu keiner anderen Zeit so wertvoll ist, besonders dieses Buch zu verteilen. And my dear brothers and sisters, I believe that this time it is very important to distribute especially this book. Ich glaube, wir sollten es wie nie zuvor verteilen. I think we should distribute it even more than before. Jeder, der das sieht, sollte sich eine Kopie dieses Buches holen und es lesen. I suggest that everyone who sees it should get his own copy of this book. Jesus sagt, dass die ganze Welt uns einmal hassen wird. And Jesus says that when the day comes that the entire world is going to hate us. Das wird jetzt mein letzter Abschnitt. And this is my last part. Es muss noch ein Thema geben, das die ganze Welt so vereint. There must be yet another subject which unites the world in such a way. Weil warum sollte China uns zum Beispiel einmal hassen? Because why in the world would China ever hate us? Papst Franziskus sagt, Pope Francis says, wenn wir die Schöpfung zerstören, wird die Schöpfung uns zerstören. Pope Francis says that if we destroy the creation, creation will destroy us. Ich möchte euch einen kurzen Clip zeigen. I want to show you a short clip von einem Interview mit Al Gore. Of an interview with Al Gore. Al Gore ist quasi sozusagen der Vorläufer, ja, wenn es zur Klimakrise kommt. And Al Gore was one of the pioneers when it comes to the climate crisis. Mr. President, I want you to meet Father John Roush. He's a Catholic priest in the Appalachian Mountains of Kentucky and a member of the Glen Mary Home Missioners. Father Roush, welcome. Thank you very much. Vice President Gore, as a priest living in Central Appalachia, I've come to realize that the climate crisis
I believe, is a crisis in spirituality. Yeah. And I mean by spirituality a connectedness. A spiritual connectedness that we all are connected. We are connected to nature. We're also connected to God. Okay. Dieser katholische Pater stellt in dieser Frage zu Al Gore die Behauptung auf, so this Catholic priest in his conversation to Al Gore makes the assumption dass diese Klimakrise eine geistliche Krise ist, eine moralische Krise ist. He makes the assumption that this climate crisis is also in a way a spiritual crisis. Und dass mit dieser Geistlichkeit Verbundenheit meint. And when he speaks of spirituality, he means connectivity. Das heißt, die Leute müssen sich miteinander verbinden. Which means that the people have to connect to one another. Und Ellen White sie sagt uns im großen Kampf, dass Tausende die Natur mehr vergöttern werden als den Gott der Natur. And Ellen White also says that it'll come a time when thousands will idolize nature more than they pray to God. Und ich frage mich auch an diesem Punkt, wenn sie die Natur mehr anbeten als den Schöpfer. And now I ask myself, if it comes that they will idolize nature more than es ist doch kein God, Wunder, dass sie den Tag der Schöpfung, Entschuldigung, muss ich anders ausdrücken, sondern dass der finale Tag der Schöpfungswoche, der Sabbat, auf Seite geworfen wird. Then it is no surprise that the Sabbath, which is the last day of creation, is not being taken seriously. Haben wir gesehen, dass Gore ihm zugestimmt hat zwischendurch? Did you see that Gore was Jetzt schaut mal agreeing with him? Schaut mal die Antwort an, die Al Gore gibt, und ich glaube, dass sie typisch ist für viele Menschen, wie sie heute denken oder was passieren kann und wird. Now listen to what Al Gore says, and I think it's typical to how many people nowadays think. Well, thank you, Father, and thank you for what you do. I'm a Protestant. But I'll tell you, because of Pope Francis, I really could become a Catholic. I tell you, he is really an amazing spiritual leader. And one way to answer your question would be for people in all faith traditions to read Laudato Si, the encyclical from Pope Francis, which really addressed the question that you're asking here. My daughter, Corinna Gore, runs the Center for Earth Ethics here at Union Theological Seminary, and she was part of a study group, multi-faith, reading that, and so I got deeply into it because of her. And yes, the habits of overconsumption and looking for happiness in just more things, that definitely is a part of the issue for sure. The way we live our lives is definitely connected to this. It's not a political issue. It is a moral and spiritual issue, and thank you for bringing that up. Ich glaube, das muss man nicht kommentieren. Aber ich finde es interessant, dass gesagt hat, dass dazu kam, weil seine Tochter in dieser Multi-Faith Group war. I don't think we have to comment this, but it's interesting to see that he came to this understanding because of his daughter who was connected to this multi-faith Und dass group. sie in dieser Multi-Glaubensgruppe die Sachen von Papst Franziskus studiert haben. And because they, in this multi-faith group, they have studied the scriptures of Pope Francis. Und dass der Protestant Al Gore zu der Überzeugung gekommen ist, and it's interesting to see that Al Gore, who is a Protestant, came to the understanding that dass es eben nicht alleine ein politisches Problem ist, that it's not only a political problem they're facing, sondern ein moralisches und spirituelles Thema ist. but also it's a spiritual and a moral problem. Meine Lieben, wisst ihr, auf welche Ebene das gesetzt wird? Do you understand onto what level this is Sehen wir being die put on? Tragweite wirklich da drin? Do you see where this is going to? Dass es uns letztendlich jeden betrifft, dass wenn du mit dieser Agenda, die mit den Sonntagsgesetzen zusammenhängt, durch Laudato Si nicht mitgehst, Do you see that if you don't go along with whatever Laudato Si is telling us here? nach katholischem Wort, wenn du das Gemeinwohl nicht mitgehst, wissen wir jetzt, was passiert. And according to Catholic understanding, you know what happens if you don't
work for the common good, but Deshalb against it. sagt die Bibel uns auch in Offenbarung 13, Vers 3, dass die ganze Welt sich wundern wird nach dem Papsttum. Therefore, it also says in Revelation 13, verse 3, that the entire world will follow after the papacy. Der Klimaschutz ist das moralische Thema unserer Zeit, sagen sie. The preservation of our climate is a central theme. Aber sagt die Bibel nicht, dass wir Gott zuerst lieben sollen But und dann unseren Nachbarn? But doesn't the Bible say that we are first to love God and then our neighbor? Wisst ihr, was der Papst macht? Er sagt, erst den Nachbarn lieben, erst für das Gemeinwohl arbeiten und dann wird vielleicht irgendwann gefragt, was Gott will, was sie natürlich nicht machen. But the Pope Francis says exactly the opposite. First, we are supposed to care for the common good, and then maybe we can think about what God wants. Ich möchte vorschlagen, wie wäre es denn, wenn Sie erst einmal zurückkommen, sich um die Gebote Gottes zu kümmern? My suggestion would be that they first come back to what? To God's commandments. To God's commandments, yes. Und deshalb, wie Al Gore sagte, der Papst ruft alle Menschen auf, das zu lesen und zu studieren. And again, Al Gore said that everybody should read this, what the Pope wrote. Und es ist interessant, dass in diesem Artikel gesagt wird weiterhin, dass wenn Millionen Menschen von ihren religiösen Führern aufgerufen werden, dort mitzugehen. And it's interesting that if you keep on reading this article, it says that millions of people who are in different congregations are being told to follow the Pope. Also sie werden alle von ihren religiösen Führern aufgerufen, all the leaders of those different denominations are calling their members zu folgen, was Papst Franziskus vorschlägt. To follow into those ideas that the Pope is suggesting. Ellen White sagt, and Ellen White says, sie beschreibt hier, dass diese Sonntagsbewegung, die kommen wird, she says that this Sunday movement that is about to come, dass sie sagen, dass es hauptsächlich kommt durch eine überhandnehmende Verderbnis. She says that it comes because of what's the Verderbnis? Dass der christliche Sabbat, also der Sonntag in ihrem Fall, nicht gehalten wird. It comes because the Christian Sabbath, or the Sunday in this case, is not being sanctified. Und wenn man den Sonntag wieder einführen würde, dass es die Sitten des Volkes verbessern wird. And their argument is that if we would reintroduce the Sunday law, it would improve the society. Sie sagt aber deutlich, dass diejenigen, dass wir, obwohl sie gute Maßnahmen einführen, ja? And she says that even though they bring in good principles, dass wir trotzdem nicht mit ihnen zusammenarbeiten dürfen. That we still should not and shall not work with them together. Aber Papst Franziskus sucht alle zusammen in der ganzen Welt und sie alle schließen sich zusammen, sei es auf politischer Ebene, im Finanzwesen, überall, um den Klimaschutz voranzupushen. And we keep seeing that Pope Francis is connecting with everyone in every country, at every society, to unite them towards this idea that in order to preserve the environment, especially towards the question of climate change. In dieser Überschrift vom National Catholic Reporter heißt es, in the headline of the National Catholic Reporter, it says, der Vatikan spricht sich aus gegen Fundamentalismus. That the Vatican speaks out against fundamentalism. Und sie beschreiben die als fundamentalistisch. And they describe those kinds of people as fundamentalists, die vor allen Dingen ihren Fokus auf dem letzten Buch der Bibel, der Offenbarung, legen. Who put their focus especially onto the last book of the Bible, the Revelation. Sie argumentieren, dass sie die letzten Tage herbeiführen möchten. They argue that they are trying to bring upon us the last day of history. Wenn ihr eben bei diesem Waco-Bericht gehört habt, da haben sie gesagt, dass sie selber die letzten Tage herbeiführen möchten. And as you've heard in this Waco report, that those people were trying to bring upon us those last days. Aber sagen wir, dass wir die letzten Tage herbeiführen? But are we saying that we want to bring upon ourselves those last days? Das ist etwas, was sie uns anhängen. This is something that they accuse us of. Und dann argumentieren sie, and then they keep on saying, dass die Leute, die so denken, that those people who think this way, dass sie dann keinen Grund mehr haben für Frieden, that they have no reason for peace, dass sie nach Frieden streben hier, was sie ja jetzt alle tun. That they have no reason to strive for peace, which they seht ihr, try wie to das do. hier alles zusammenkommt? You see how this is all connected? Kein Grund mehr gibt, dass wir nach Gerechtigkeit streben. There's no reason for us to look for justice. Oder für Klimaverbesserung. Or to improve our climate. Da man sich ja in Gottes Plan einmischt und das Ende der Zeit herbeiführen will.
Because this way we would try to disturb the plan of God, and this way we would actually bring the end of times. Zwischen christlichem Fundamentalismus und islamischem Fundamentalismus gibt es kaum mehr Unterschiede, sagen sie. And they keep on saying that between Christian fundamentalism and Islamic fundamentalism there is almost no difference. Wir sehen, wie das Feld auf einmal breiter wird, wie es nicht nur noch allein auf dem Islam liegt. And we see how the focus is no longer only on Muslims, Muslim fundamentalists, but we are included now. Und Papst Franziskus sagt, dass quasi die Umwelt zu zerstören, dass es eine Sünde ist. And Pope Francis says here that destroying the environment is a sin. Wenn wir also mit dem Klimawandel, was wir nicht sollten, in dieser Agenda mitzugehen, weil wir wissen, dass es an die Sonntagsgesetze gebunden ist. So, and since we know that we should not go with this agenda of climate change, dann begehen wir eine, was sagt Papst Franziskus? If we don't go with them, what does the Pope say? Eine Sünde. We commit a sin. Und was sagte das Papsttum, die katholische Kirche? Was muss mit Sündern gemacht werden, die nicht mit dem Gemeinwohl gehen? And what does the papacy say? What should happen to those who are not going along to work for the common good? Sind nicht meine Worte, sind ihre Worte. It's not my words, it's their words. Und so wie der Papst aufruft, am Sonntag teilzunehmen, and just as the Pope calls upon us to take part on the Sunday service, und er aufruft, dass wir an der sonntäglichen Eucharistie alle teilnehmen sollten, and he also calls upon us that we should take part in Catholic Mass, so sehen wir, wie genau die protestantischen staatlichen Führer sich niederbeugen vor dieser Macht. The same way we see that the Protestant leaders are bowing down towards the Catholic or the Roman power. Während der Französischen Revolution war es interessant, die Messe quasi beleidigten, dass sie ihr Blut dafür geben mussten. So during the French Revolution, those people who were against the Catholic Mass, they had to die for this. Sehen wir diese protestantischen Führer? Do you see those Protestant leaders here? Wie sie mitgehen mit dieser Agenda. How they are going along with this agenda. Das Ende wird kommen, sagt Ellen White, indem der Sonntag auf eine Art und Weise durch Kirche und Staat gepusht wird. Ellen White says that the end will come in which state and church is going to be pushed together. Dass selbst im freien Amerika sich Beamte und Gesetzgeber zusammentun. To such an extent that even in our free America, officials and lawmakers are going to unite themselves, das Verlangen des Volkes nach einem Gesetz, was die Sonntagsfeier zwingt, nachzugeben. In order to fulfill the wish of the people who are striving to enforce a Sunday law. Und das ist das, was wir gesehen haben, was Donald Trump macht und umsetzt. And this is exactly what we're seeing now and what Donald Trump is acting out now. Die uns bevorstehende Zeit der Trübsal. The time of tribulation which is approaching us wird einen Glauben erfordern. It takes such a faith. Den Glauben Jesu letztendlich. It takes the faith of Christ. Der Mattheit, Verzögerung und Hunger ertragen kann. Which can endure fatigue and hunger and all those things. Einen Glauben, der nicht wankt, wenn er auch schwer geprüft wird. A faith that doesn't waver, even if it is tested severely. Das heißt, die Gnadenzeit, meine Lieben, ist uns jetzt gegeben, um diesen Charakter, diesen Glauben zu entwickeln. In other words, the time of grace is granted to us now for us to prepare. Und so wie wir heute Morgen gelernt haben, dass der Papst uns diese Erfahrung wegnehmen will. And as we've heard today that the Pope is trying to take away this experience from us, ruft Gott uns aber zu einer einzigartigen Erfahrung des himmlischen Heiligtums auf. At the same time, God is calling us to have a special experience towards the most holy place. Meine Lieben, ich möchte euch danken für die Zeit und Geduld, die ihr mitgebracht habt. I want to thank you for the time and the patience that you brought with you. Und ich glaube, dass uns einmal wieder mehr klar geworden ist. And I hope and I think that things have become clearer to us. Wie kurz wir wirklich vor dieser Zeit des Trübsals stehen. How imminent this time of tribulation is in front of us. Den einen oder anderen mag ich von euch nicht mehr sehen. It may be that I won't see one or the other of you.
Und ich kann euch nur sagen, ich wünsche euch wirklich von Herzen Gottes Segen. And all I can say is that from the bottom of my heart, I wish God's blessing on you. Ich wünsche uns allen, dass wir in dieser Zeit, die kommt, treu sind. And I hope that, and I wish that every one of us is faithful to God during all that time. Und dass wir die Zeit jetzt nutzen, wie wir gehört haben, Gott an unserem Charakter wirken zu lassen. And that we use the time, as we've just heard, for God to work on our character. Darf ich euch einladen, dass wir abschließen, Gott um diese Führung und Segen bitten. I invite you to close this hour to ask for God's blessing. Unser lieber Vater im Himmel, wir danken dir im Namen Jesu Our dear Father in heaven, we thank you in Jesus' name für diese Zeit des Studiums. for this time of study. Herr, es war viel Input, Lord, we had a lot of information, but Herr, wir möchten dich bitten, dass es nicht dabei einfach nur bleibt, but we want to ask you that it's not only this, sondern du hast gesagt, dass dein prophetisches Wort dafür gegeben ist, dass der Morgenstern in uns aufgeht. but rather that this information produces in us, as your word says, the morning star, that it rises in us. Herr, jetzt hast du uns noch Gnadenzeit gegeben. Lord, you gave us a time of grace. Herr, wir beten für unsere Erlösung Lord, we pray for our own salvation, und dass wir in dieser Zeit verstehen, dass wir gerettet wurden, um andere zu dienen und andere zu retten. but help us to understand that we've been saved also for this reason, that we save others. Herr, wir sehen, dass die Welt zusammenkommt, sich zusammenschließt, so dass uns fast überhaupt keine Möglichkeiten mehr gegeben werden. Lord, you see that the world is uniting itself against us, that less and less opportunities are given to us. Und du hast gesagt, dass wir in einer Zeit die Arbeit tun müssen, wo wir es verpasst haben, in einer Zeit des Friedens es zu tun. And Lord, you said also that when we've missed the time to work in peace, we have to put double effort into in the time of tribulation to Herr, ich reach möchte the dich goal. bitten für uns, auch für meine Geschwister hier, Lord, I want to ask you for my brothers and sisters here, dass wir jetzt die relativ ruhige Zeit, die wir noch haben, that we would use this relatively quiet time that we still have, genau jetzt nicht müde werden. and that we wouldn't get tired in this very time, Sondern dass wir dich fragen, Herr, wo unsere Gaben und Talente liegen, but instead that we would ask you, Lord, where our talents wo are wir unsere Zeit und unser Geld einsetzen können, and where we should invest our time and money in, damit Menschen bekannt werden mit der gegenwärtigen Wahrheit für diese Zeit. so that people would become familiar with your message. Herr, wir loben und preisen dich in Jesu Namen. Lord, we praise you in your name. Amen. Amen. Amen.